Amen. Amen. You wanted this closer? Or? Thank you. So we're looking at the subject of sanctification, So, wir betrachten die Thematik über die Heiligung. and what we have seen Und was wir gesehen haben, is that in this movement, ist, dass in dieser Bewegung from its very beginning, seit Anfang an we spoke about giving the everlasting gospel to first the world and then the church. sprachen wir darüber, dass wir das ewige Evangelium als erstes der Gemeinde und dann der Welt geben würden. And this is the testing message. Und das ist diese Testbotschaft. A few years ago, Vor ein paar Jahren we refined or perhaps defined what that testing message looked like. haben wir definiert bzw. verfeinert, wie diese Testbotschaft ausschauen würde. And the reason why this became a subject of controversy Und der Grund, warum das kontrovers wurde, is because people would complain. ist, weil Leute anfangen würden, sich zu beschweren. They'd complain about the nature and scope of our presentations or studies. Sie beschwerten sich über die Natur oder die Art unserer Präsentation. At a camp meeting, Am Seminar we'd never speak about health würden wir, or reforms. würden wir niemals über Gesundheit oder Reform sprechen. All we seemed concerned about is prophecy. That's all we spoke about. Alles, was wir immer drüber sprachen, war die Prophetie. And we ignored lifestyle issues. Und wir ignorierten die Lebensstilfragen. So people became critical of our conduct. Also wurden Leute oder stellten sich da gegenüber kritisch ein. So instead of changing our behavior, So anstelle, dass wir unser Verhalten geändert haben, all we did was justify our behavior. ist, dass wir unser Verhalten gerechtfertigt haben. So what we said, Also was wir dann gesagt haben, we said that our test ist, dass unser Test is not morality, Nicht- it's prophecy. moralisch ist, sondern prophetisch ist. And that rally cry resonated with people, Und dieser Schlachtruf verweilte dann mit Leuten. particularly when we had an insignia, a message given to us by our leader. Im Speziellen, wenn uns eine Botschaft von unserem Leiter gegeben wurde. He came up with this nice definition. Er kam mit dieser schönen Definition auf. Before he could do that, Und bevor er das getan hatte, we had to put in place that our message was the gospel. mussten wir etablieren, dass unsere Botschaft das Evangelium ist. And we prove that Und wir beweisen das from Revelation 14, verse 6. von Offenbarung 14, Vers 6. What did we do? Und was haben wir getan? What did we do with Revelation 14, verse 6? Was haben wir mit Offenbarung 14, Vers 6 getan? Tell us where 14, verse 6 should go. Sagt mir, wo Offenbarung 14, Vers 6 markiert werden sollte. Where do we place that in history? Wo platzieren wir das in der Geschichte? 1840? Nein. We normally do Revelation chapter 10 in 1840. Normal haben wir Offenbarung 10 in 1840. You've probably heard a presentation of mine that alluded to that. Du hast wahrscheinlich eine Präsentation angehört, die das da so andeutete. Yeah. Also wir markieren es 1798. So we mark it at 1798 because that's where Ellen White marks it. Also wir markieren es 1798, weil das ist, wo Ellen White es markiert. She's quite explicit Sie ist sehr speziell. that 1798, at the time of the end, the book of Daniel is unsealed. Dass 1798 zur Zeit des Endes der Daniel entsiegelt wird. And the unsealing of the book of Daniel Und diese Entsiegelung dieses Buches Daniels is the first angel's message. ist die erste Engelsbotschaft. Gives a message of time. Es ist die Botschaft über Zeit. So what did we do with that verse, that message? Was tun wir denn mit diesem Vers, mit dieser Botschaft, To defend ourselves. um uns zu verteidigen? We've got the year 1798. Wir haben das Jahr 1798. So what are we going to do now? Und was tun wir jetzt?
kommt darauf an, welchen Kontext man hat. 12 verse 4, where it says, now increase shall be the knowledge shall be increased. Daniel 12, Vers 4 sagt So Zunahme the increase der of Erkenntnis. knowledge Also die Zunahme der Erkenntnis would still be in Millerite history. wäre immer noch in der Milleritengeschichte. So we can do a nice study on the past. Also können wir eine schöne Geschichte über die Vergangenheit tun. But to be frank, this movement doesn't care about the past. Und um es jetzt mal ganz plopp zu sagen, ist, diese Bewegung kümmert sich nicht um die What Vergangenheit. do we care about? Worüber kümmern wir uns? The present and the future. Die Gegenwart und die Zukunft. So in order to do that, Also um dies zu tun, we have to go to verse 6 and 7 and do some changes to it. müssen wir zu Vers 6 und 7 gehen und das ein wenig verändern. And which verse do we go to enable us to make those changes? Und welcher Vers ermöglicht es uns, diese Veränderung vorzunehmen? Sister May? Schwester May? In the book of Daniel. Im Buch Daniel. Sister Ailey? We wouldn't go to Daniel 9 verses 24 to 27. Wir würden jetzt nicht zu Daniel 9, Verse 24 bis 27 gehen. Remember in the year 1798, Erinnert euch, wir sind im Jahre 1798 we got that from Revelation, und wir haben das von der Offenbarung mitbekommen, first angel's message. die erste Engelsbotschaft. Where do we find that same history Und wo finden wir diese gleiche Geschichte? in Daniel? In Kapitel Daniel. Not 12:4. Daniel 12, Well, you Vers could 4. go to 12:4. Man könnte zu Daniel 12, Vers 4 gehen. No. She didn't say 12:4 actually. She said 9. I think. Did she say chapter 9? I think she Yeah. said chapter 9, yeah. Yeah. Is it 11. 40? Chapter 11, verse 40. Daniel 11, Vers 40? And at the time of the end. Zur Zeit des Endes. Yeah. So that's 1798. Also das ist 1798. And what do we do with that verse? Und was tun wir denn mit diesem Vers? We change it. We change the verse. Wir ändern diesen Vers. And what do we create? Und was kreieren wir? We create a new time of the end, an additional one that's not there in the verse. Wir kreieren ein weiteres Zeit des Endes, welches nicht in dem Vers selber existiert. Which brings us to the year 1989. Welches uns zu diesem Jahr 1989 bringt. So then we get 1989 and we're going to repeat Revelation 14, 6 and 7. Also im Jahre 1989, wenn wir da hinkommen, dann werden wir die Verse 6 und 7 aus Offenbarung 14 wiederholen. So we contextualize the first angel's message and bring it into our own history. Also können wir die erste Engelsbotschaft dann sozusagen in unsere Zeit bringen. Is everybody okay with that? Ist jeder okay damit? Yeah? So maybe I said it in a complicated way. Vielleicht habe ich es jetzt in einer komplizierten Art und Weise gesagt. And I did that not to make it deliberately complicated, Ich habe es jetzt nicht getan, damit es kompliziert wird. just to make us all aware Einfach nur, dass wir uns allen bewusst werden, when we do that, dass wenn wir dies tun, we're not following the inspired word of God. dann folgen wir nicht dem eingegebenen Wort oder inspirierten Wort Gottes. You don't have to translate this. In the English, we're out on a limb. Also im Englischen bedeutet es, ja, im Englischen bedeutet es so auf ziemlich weit draußen zu sein, wie so ein Umweg, weit aus dem Fenster lehnen. We're on dangerous ground when we start playing with inspiration, which is what we're doing. Wir befinden uns auf gefährlichem Grund, wenn wir so mit der Inspiration umgehen, und wir tun das. The verses and Ellen White do not tell us that. Denn Ellen White und die Verse, die sagen uns das nicht, dies zu tun. So we've contextualized the first angel's message, Also wir contextualize. bring it into our wir- specific context for us. Wir bringen die erste Engelsbotschaft in den Kontext von unserer Zeit. We've created 1989. Wir haben 1989 kreiert. And so that's our first step Und das ist unser erster Schritt, when we start speaking about a prophetic gospel. wenn wir über ein prophetisches Evangelium sprechen. Because now the first angel's message speaks about
the everlasting gospel, Denn nun spricht die erste Engelsbotschaft über das ewige Evangelium and we've moved it from Millerite history to our own history. und wir haben es von der Milleritengeschichte in unsere eigene bewegt. So whatever message we're going to give, Und was wir auch immer für eine Botschaft wir geben, it's the first angel's message. es ist die erste Engelsbotschaft. It's given when? Und wann wird es gegeben? When? Wann ist das? Time at the end, 1989. Zeit des Endes 1989. And that message Und diese Botschaft says in the verse is the everlasting gospel. sagt in dem Vers, das ist das ewige Evangelium. So now we've got the everlasting gospel specifically targeted for our generation. Jetzt haben wir das ewige Evangelium speziell abgezielt für unsere Generation. So once we did that, Und wenn wir das getan haben, then we asked, what does the everlasting gospel look like? dann fragen wir uns, wie sieht denn das ewige Evangelium überhaupt aus? What nature does it have? Welche Natur hat es? And you go to a quote, Und man geht zu einem Zitat, Second Selected Messages 106 paragraph 2. frühe Schriften, Band 2, Seite 102, Paragraph 1 im Englischen. And we take two verses, Und wir nehmen 2 Verse, 14, 6 and 7, and then Genesis 3:15. Offenbarung 14, Vers 6 und 1. Mose 3, Vers 15. So why is Ellen White comparing the two? Und wieso tut Ellen White denn diese beiden miteinander vergleichen? Why is she comparing the two? Wieso tut sie diese beiden miteinander vergleichen? Sister Janice, what does the Genesis 3:1 say? Schwester Janice, was sagt denn dieser 1. Buch 3, Vers 15, dieser Simple Vers? paraphrase. In deinen Worten, ganz einfach gesagt. Okay, so we already know that, but what does it say? Wir wissen das. What is the words of the gospel? Was sagt es denn? Was sind denn die Worte des Evangeliums? Just a short paraphrase. Ist einfach nur kurz gesagt. There will be enmity between those who follow God and those who follow Satan. Dass es da Feindschaft zwischen denjenigen gibt, die Satan folgen und denjenigen, die Gott folgen. That there will be enmity between those who follow God and those who follow Satan. So what is the word enmity? A So simple word. Was ist denn dieses Wort Feindschaft? Ganz einfach gesagt. Enemies. Dass sie Enmity, enemy. Feinde sind. Feindschaft, Feinde. So can I change that to hatred? Kann ich das in Hass umwandeln? Yeah? Ja? So if I simplify it even more, Wenn ich es noch einfacher mache. the Genesis 3:15 gospel 1. Mose 3, Vers 15, das Evangelium is da, that God will make you hate Satan ist, dass Gott in dir verursacht, dass du Satan hasst and his followers. und seine Folger. So he's going to put hatred into your heart, Also er wird Hass in dein Herz tun, which sounds counterintuitive. was sehr kontraproduktiv scheint. Do we agree with that? Tun wir damit übereinstimmen? So the gospel message of Genesis 3 says God is going to put hatred into your heart. Also das Evangeliumsbotschaft im 1. Mose 3, Vers 15 sagt, dass Gott Hass in dich reinlegen wird. Everyone okay with that? Ist es okay so? We're comfortable? Ist, That's what that gospel is saying? ist es okay, dass das, was das Evangelium dort aussagt? Yes? Ja? So how moralistic does that sound Wie moralisch klingt das denn? on a scale of 1 to 10? Von einer Skala von 1 bis 10. 1 is zero moral, 10 is completely moral. Von einer Zahl von 1 oder 0, gar nicht moralisch, auf 10, komplett moralisch. 10, we're 10. saying. 10 könnten So wir it's sagen. completely moral gospel. Es ist ein komplett moralisches Evangelium. So there's this complete moral gospel here. Also wir haben hier das komplette moralische Evangelium. Now when you take this gospel, the one from Revelation, Und wenn man hier dieses Evangelium von Offenbarung nimmt, we know that you can't separate the first angel from the second and then the third. da wissen wir, dass wir den ersten Engel nicht von dem zweiten und dritten trennen können. They're a package deal. Es ist wie zusammen ein Paket, was zusammengehört. And the way we want to frame that message Und die Art und Weise, wie wir diese Botschaft darstellen möchten, is in a non-moralistic fashion. ist in einer nicht moralischen Art und Weise. Also, dass es nicht moralisch ist. And it's particularly the second that does that for us. Und es ist im Besonderen die zweite Botschaft, die das für uns tut. Because out of the blue, it says Denn so vom Blauen herunter Babylon
Babylon is fallen, sagt es da, Babylon ist gefallen. and we're not Babylon, Und wir sind nicht Babylon. so it seems to have nothing to do with us. So scheint es, dass es nichts mit uns zu tun In hätte. fact, what it is, Sogar, was es eigentlich ist, it's a very critical statement that accuses people. ist es ein sehr eine kritische Aussage, die Leute anschuldigt. And who's being accused? Und wer wird hier angeschuldigt? Us or them? Wir oder sie? The way we would normally understand the verse. Wenn wir den Vers normal verstehen würden. Them. Es sind sie. Us the church, them the world. Wir die Gemeinde, sie die Welt. So that's why, if I can put it this way, Und das ist, wenn ich es so sagen könnte, liberal Adventists sind es die liberalen Adventisten, have hated this gospel message die diese Evangeliumsbotschaft gehasst haben, because it sounds rude and accusative of people who are relatively innocent. denn es scheint sehr gemein und anschuldend an Leuten, die relativ unschuldig scheinen. So I want to suggest Also möchte ich vorschlagen, the reason Ellen White's going to connect these two ist der Grund, warum Ellen White diese beiden miteinander verbinden wird, is because they look different, they feel different. ist, weil sie anders ausschauen und sie sich anders fühlen. The Revelation one Die Offenbarung seems to be about other people, scheint um andere Leute zu gehen, doesn't seem to be so personal. zu handeln. Es scheint nicht persönlich zu sein. And the Genesis one seems extremely personal. Und der in 1. Mose scheint sehr persönlich zu sein, diese Botschaft So dort. Ellen White's going to say they're both essentially the same message. Also sagt Ellen White, dass es essentiell eigentlich die gleiche Botschaft ist. So we preferred the Revelation version Also wir haben die Version in Offenbarung präferiert, because that's the one that's geared up for us. It's aimed for our needs. denn diese zielt auf unsere Nöte ab. And it has the feel of not being very moralistic. Und es hat hier auch so, es fühlt sich an, als wäre es nicht groß moralisch. Genesis says, hate sin. 1. Mose sagt, hasst die Sünde. And Revelation just says, Und Offenbarung sagt, Babylon is going to disobey God and be destroyed. Babylon wird Gott nicht gehorchen und wird zerstört werden. And make sure you don't disobey God. Und sei vorsichtig, dass du nicht Gott Otherwise nicht you'll be gehorchst. destroyed as well. Ansonsten wirst auch du zerstört werden. So it has a very different feel to it. Also es fühlt sich hier ziemlich anders an. So we took up that cry Also haben wir diesen Ruf aufgenommen and we said, und wir haben gesagt, the gospel das Evangelium is about prophecy. geht um die Prophezeiung. Because this is really about the papacy, this story. Denn diese Geschichte geht eigentlich wirklich ums Papsttum. We go from Babylon to papacy. Wir gehen von Babylon zum Papsttum. Papacy is a bad organization. Und das Papsttum ist eine böse Organisation. And the message says, Und die Botschaft sagt, don't be like Babylon because God won't like it. es sagt, sei nicht wie Babylon, denn Babylon wird es nicht mögen. So it's an attack against Babylon more than it is against us. Also es ist eine Attacke gegen Babylon mehr als gegen uns. So we saw this as some kind of prophecy Also betrachteten wir das als eine Art von Prophezeiung. because we say, Denn wir sagen, sometime in the future, irgendwann in der Zukunft, we don't know when, wir wissen nicht wann, the papacy, das Papsttum, Babylon, Babylon, is going to fall. wird fallen. And what makes it fall? Und was bringt es denn zu Fall? What brings it to its low point? Was bringt es denn runter auf seinen Tiefpunkt? What brings it so low? The papacy, Babylon. What crime does it commit that's so bad? Welche Sünde begeht es, dass es so schlimm ist? Not sure? Nicht sicher? Go to verse 9. Lasst uns zu Vers 9 gehen. This is the third angel's message, the last part of the gospel. Das ist Revelation 14. Offenbarung 14, Vers 9. Das ist der letzte Teil des Evangeliums. So we're in 14:9. 14, Vers 9. That was Revelation 17 you were thinking. 14:9. Offenbarung 14, Vers 9. So I'll read it aloud so you can follow along.
And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast in his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand nimmt. So this gospel message Also diese Evangeliumsbotschaft says what? sagt was? Don't Tun was nicht? get the mark of the beast. Erhalte nicht das Mahlzeichen des Tieres. The beast is Babylon. Und das Tier ist Babylon. Babylon is Und Babylon ist was? which power? Ist welche Macht? So we'll go to Revelation 17, Also gehen wir zur Offenbarung 17, chapter 17. Kapitel 17, Go to verse 5. Vers 5. Tell me who Babylon is. Wer ist Babylon? So who is that? The papacy. Good. Es ist Papsttum, die Mutter der Huren. So the beast Also das Tier in chapter 14 in Kapitel 14 is Babylon, ist Babylon and Babylon is the papacy. und Babylon ist das So this Papsttum. beast is the papacy. Also dieses dieses Tier ist Babylon. So don't get the papacy's mark. Also, oder das Papsttum. Also bekomme nicht das Mahlzeichen davon vom And what is Papsttum. the papacy's mark, Sister Catherine? Und was ist dieses Zeichen des Tieres? Mahlzeichen? Sorry? So that's where they'll place the mark. Also an der Hand, das ist da, wo sie es platzieren werden. What is that mark? Simply, Aber was ist dieses Mahlzeichen? not literally, just in real life, what is it? Nicht buchstäblich, sondern so im Leben. Was ist das? Not the symbology. Nicht in der Symbolik. What is the mark of the papacy? Was ist denn das Mahlzeichen des Tieres? By the car. Sunday law, Sunday sacredness. I knew you knew that. Das Sonntagsgesetz, Sonntagsheiligung. Ich Okay. wusste, dass du es weißt. So keeping Sunday is the mark of the papacy. It's the mark of its authority. Also den Sonntag zu halten, ist es sein Mahlzeichen, ist sein Mahlzeichen, dass es Autorität hat. That doesn't have the feel of Genesis. Aber das fühlt sich nicht wie der 1. Mose an. Genesis just says hate sin. 1. Mose heißt einfach nur, hass die Sünde. Be a good person. Sei eine gute Person. So we saw a difference Und wir sahen einen Unterschied between the Revelation gospel and the Genesis gospel. zwischen dem Evangelium von Mose und von Offenbarung. So we developed a model Also haben wir ein Modell kreiert, that says the everlasting gospel, das sagt, das ewige Evangelium, taken from verse 6, welches vom Vers 6 kommt, is a prophetic message. ist eine prophetische Botschaft. And that prophetic message is about the beast power. Und diese prophetische Botschaft geht um die Macht des Tieres. And that message comes in 3 steps. Und diese Botschaft kommt in 3 Schritten. First, second and third angels' messages, or 3 steps. Die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft, also 3 Schritte. And it's a prophetic message. Und es ist eine prophetische Botschaft. We called it a testing message. Und wir haben es eine Testbotschaft genannt. So we defined the gospel to be a 3-step prophetic testing message. Also haben wir gesagt dann, dass das Evangelium eine dreifältige oder dreistufige prophetische Testbotschaft ist. And how many groups of people do you get at the end of that, Und wie viele Gruppen bekommt man am Ende? Brother Jim? How many groups of people do you get at the end? 2 groups. 2 Gruppen. So if we thought of the gospel Also wenn wir über das Evangelium nachgedacht haben, as this black box, wie wäre es diese schwarze Box? something goes in Dann kommt etwas rein and something comes out. und etwas kommt heraus. What comes out? Was kommt denn heraus? You just told us. Du hast es uns gerade erst gelesen. It produces Es produziert how many types of people? wie 2. viele Gruppen von Menschen? So 2. it creates 2 groups of people. Also es kreiert 2 That's Menschengruppen. what comes out. Das ist, was And this herauskommt. is
Und das ist the everlasting gospel. das ewige Evangelium. Okay with that? Ist das so okay, Sister Aileen? Schwester Aline? What goes in? Was geht denn da rein? 2 comes out, what went in? 2 kommt rein, 2 sind rausgekommen, was ist denn reingegangen? 1, 1. good. Gut. So 1 comes in Also 1 ist reingekommen and 2 come out. und 2 sind rausgekommen. It has the ability Und es hat die Möglichkeit, to get one group of people eine Gruppe von Menschen and turn them into 2 groups. zu nehmen und in 2 Gruppen zu verändern. We okay with that? Ist das okay, Sister Kathy? Schwester Kathy? How does it do that? Wie tut es das denn? How does it have the ability to get one group and turn them into 2? Wie hat es denn die Möglichkeit, dass man eine Gruppe hat und dann 2 Gruppen bekommt? So you said testing message. Und du sagst eine Testbotschaft? Explain a little bit more so we Erklär all ein bisschen- understand what you mean. Erklär ein bisschen mehr darüber, damit wir alle verstehen, was du meinst. You can maybe do it as an example if you prefer, or Du a ka- concept. Du whichever. kannst vielleicht ein Beispiel geben oder ein Konzept. Wir hatten die Testbotschaft der Gleichberechtigung und es hat getrennt. Eine Gruppe in 2 Gruppen. So we have a message, Also wir haben eine Botschaft, or we might call it a test, wir mögen es auch ein Test nennen, and it says you need to behave in a certain way, und es sagt, du musst dich in einer gewissen Art und Weise benehmen. or you need to make a certain decision. Du musst eine gewisse Entscheidung treffen. And everybody comes up, Und jeder this kommt, one group, und dann kommt diese eine Gruppe vor. and the gospel says Und das Evangelium you sagt, need to do this thing, du musst diese Sache tun, whatever that thing is. was auch immer diese Sache ist. And one person says what? Und eine Person sagt was? Yes, Ja. and the other one will say Und die andere sagt no. nein. One person says, I don't want to do what you told me. Und eine Person sagt, ich möchte nicht tun, was du And the other mir one says, I sagst. will do it. Und die andere sagt, ja, ich werde es tun. So everybody goes in Also jeder geht rein and they come out differently. und unterschiedlich werden sie herauskommen. One accepts and one rejects. Einer nimmt an, der andere lehnt ab. So I want us to be clear on that. Also ich möchte jetzt deutlich darüber sein. At the beginning, they're all the same. Am Anfang sind sie alle das Gleiche. We're okay with that? Ist das so okay? Sister Janice? What's the difference between John the Revelator, that beloved disciple, and Judas Iscariot? Was ist der Unterschied zwischen Johannes, der geliebt wurde, der Offenbarer, und Judas Ischariot? What's the difference between them? Was ist der Unterschied zwischen den beiden? We can do it in the framework of tall or short, Du kannst ein Rahmenwerk haben, das er groß ist oder klein, fat or thin, fett oder dünn, good or bad. gut oder schlecht. What's the difference between them? Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Einer war treu, der andere nicht. So one is faithful and one is not. Also einer ist treu und der andere nicht. So here, Also hier, which one is faithful and which one isn't? welcher ist treu und welcher nicht? Both. Beide. So there's no difference between them. Also da gibt es dann keinen Unterschied zwischen den beiden. So John is not faithful and Judas unfaithful. Also ist nicht, dass Judas untreu ist und Johannes treu. They're both bad. Sie sind beide schlimm. You okay with that? Ist das okay? So they both start off bad. Also beide fangen schlecht an. Judas is not more evil than the other 11. Judas ist nicht böser wie die anderen 11. And often Und oft, we develop a model that says that he was different. oft entwickeln wir ein Muster, dass wir aussagen, er war schlechter wie die 11. They were all bad men Sie waren alle schlechte Männer and women. und Frauen. They go through this machine, Und sie gehen durch diese Maschine durch. and depending on how they respond, Und es kommt darauf an, wie sie antworten. John comes out good, Da kommt Johannes dann gut heraus. and Judas Und Judas, doesn't just remain bad, he gets worse. er bleibt nicht einfach nur schlecht, sondern er wird schlimmer. That's what this machine does. Das ist, was diese Maschine tut. It has the ability to make you better, Es hat die Möglichkeit, dich besser zu machen,
But the other problem, the other side of this is it has the ability to make you worse. You don't come out the same. Aber die andere Seite ist, dass es auch die Möglichkeit hat, dass es dich schlechter macht. Es hat diese Fähigkeit, dich zu verändern. Nobody survives this process unchanged. Niemand überlebt diesen Prozess unverändert. And this is why this is so scary. Und das ist, was das so furchtsam oder erschreckend macht. When you go through this process, you can't remain neutral. Wenn man durch diesen Prozess durchgeht, kann man nicht neutral bleiben. This is why this message Und das ist, warum diese Botschaft, produces so much hatred in people. so viel Hass in den Menschen produziert. This is why you see people who either love you or hate you. Und das ist der Grund, warum man Menschen sieht, die dich entweder lieben oder hassen. It's this thing that does it to you, this machine. Und es ist diese Maschine, die das hier tut. It either builds you or destroys you. Es baut dich entweder auf oder es zerstört dich. Everybody comes out from this process one thing or the other. You don't have a choice. Und jeder kommt aus diesem Prozess heraus, entweder auf der einen Seite oder der anderen. Keiner hat da eine Entscheidung. So that's what this definition we had is the movement. Und das ist that's the decision we had. The definition. Das ist die Definition, die wir als Bewegung hatten. We wouldn't call it the everlasting gospel. Wir würden das jetzt nicht das ewige We'd call it what? Evangelium nennen, sondern wie würden wir es nennen? We'd call it a test. Wir würden es einen Test nennen. What kind of a test? Und was für eine Art von Test? Prophetic? A prophetic test. Ein prophetischer Test. And this definition Und diese Definition served us well hat uns gut gedient for quite some time. für einige Zeit lang. But it's not a complete definition Aber es ist keine komplette Definition. because it's not just this one message. Denn es ist nicht nur diese eine Botschaft. How many messages are there? Wie viele Botschaften gibt es denn da? How many messages are there? Wie viele Botschaften gibt es denn da? 3? My sister says one. Meine Schwester sagt ja That's what eine. this board work shows. Das ist, was die Tafel hier zeigt. But it's not that simple. Aber es ist nicht so einfach. You end up having two messages. Am Ende hat man 2 Botschaften. Because when you go through this Denn wenn man da durchgeht and you say, und man dann sagt, do you accept this message, this test? tust du diesen Test, diese Botschaft annehmen? You can't just say no. Da kannst du nicht einfach nur Nein sagen. It's not that simple. Es ist nicht so einfach. So, because someone's going to ask you, Und jemand wird dich dann fragen, why? warum? What do you accept? Was nimmst du denn an? What do you believe? Was glaubst du denn? And you can't just say, Und du kannst nicht einfach nur I sagen, don't know, but not that one. ich weiß es nicht, aber nicht das da. You can't do that. Man kann das nicht tun. So you have to come up with a viable alternative, Also muss man mit einer Alternative aufkommen. which we would call, Welches wir, what would we call it? wie würden wir das nennen? Okay, so we'd call it fake news, Wir würden es Fake News nennen. fake message. Eine falsche Fake-Botschaft Or we'd sozusagen. call it Oder wir würden es, two streams of information. oder 2 Informationsströme. So it's not just that there's this one message. Das ist nicht also nur, dass es da diese eine Botschaft gibt, There is an alternative, sondern da gibt es eine an Alternative. alternative message. Eine alternative Botschaft. Now, every single one of you is intelligent and clever. Also jeder einzelne von euch ist intelligent und clever. Yeah? Ja? So if the message is look at this board and tell me what color it is. Wenn diese Botschaft, also wenn ihr diese Tafel betrachtet, sagt mir, welche Farbe es hat. And you'll all say it's white. Und ihr sagt alles ist weiß. So the test isn't going to be, is it black or is it white? So, der Test wäre jetzt nicht, ob es weiß oder schwarz ist. That would be too simple. Das wäre zu einfach. So what would the test be? Was würde denn der Test sein? Is it brilliant white? Ist es
brillantes Weiß or a cream white oder ein Cremeweiß or Arctic white. oder arktisches It's Weiß. all about shades. Es geht hier alles um die verschiedenen Farben It's not that easy oder Schatten. Also es ist nicht so einfach, to get the right answer. die richtige Frage, die Antwort zu And bekommen. what do we call that? Und wie nennen wir das? That concept or that principle Dieses Konzept, dieses Prinzip, where you have two versions, wo man zwei Versionen hat, two options, zwei Optionen, compare and contrast. vergleichen und gegenüberstellen. You have the true Man hat das Wahre and und Counterfeit the counterfeit. und die Fälschung. You have the true and the counterfeit. And for it to be a proper counterfeit, Und dass es da ein rechtmäßiges Fälschung ist oder eine, ja, it's not black and white, da is it? ist es nicht einfach nur schwarz und weiß. That would be too simple. Das wäre doch zu einfach. Everybody would know the difference between that. Jeder würde den Unterschied zwischen diesen beiden erkennen. So the difference becomes very subtle. Also dieser Unterschied wird sehr subtil. That if it were possible, Und wenn es möglich wäre, even the very elect would be deceived. dass sogar die Auserwählten verführt werden würden. And the problem is they are able to be deceived. Und das Problem ist, dass es möglich ist, dass sie getäuscht werden könnten. Okay, so we've spoken about how we developed our understanding. Also wir haben darüber gesprochen, wie wir unser Verständnis geformt haben. So let's summarize. Also lasst uns zusammenfassen. Where do we begin? Wo fangen wir an? Which message? Mit welcher Botschaft? Just shout out, we'll brainstorm. Ruft es einfach raus. Louder. Where do we start? Which verse? Which message? Mit welchem Vers? Mit welcher Botschaft? First angel. Mit der ersten What Engelsbotschaft. year are we in? In welchem Jahr sind wir? We're in Wir 1798. sind in It has 1798. nothing to do with us. Es hat nichts mit uns zu tun. So what do we need to do? Also was müssen wir tun? I've said we need to contextualize it. Ich sage dann, dass wir es in unseren Kontext bringen müssen. How do we contextualize 1798? Und wie bringen wir 1798 in unseren Kontext? We turn the date into a symbol, Wir nehmen das Jahr und tun es in ein Symbol umwandeln, a waymark, eine Wegmarke. and we call it what? Und was nennen wir es? Time of the end. Die Zeit des Endes. Which verse are we in? In welchem Vers haben wir jetzt? Daniel 11 verse 40. Daniel 11, Vers 40. Now we contextualize it. Und nun können wir es wieder in unseren Kontext bringen. What does that do for us? Und was macht das bei uns? We move the time of the end from 1798 Wir bewegen das Zeit des Endes von 1798 to 1989. zu 1989. And now we're in our history. Und jetzt sind wir in unserer Zeit. And now what have we got? Und was haben wir dann jetzt? We have the everlasting gospel Wir haben das ewige Evangelium, that's specific for us. welches speziell auf uns zugeschnitten ist. That gospel is in 3 parts. Und dieses Evangelium ist in 3 Schritten And oder 3 Teilen. And what's it dealing with? Und um was geht es denn da? Which power? Mit welcher Macht? The beast power, Die Tiermacht. also called Welches, verse 8, in Vers 8 wird sie auch was genannt? 14:8, 14 Vers 8? 14:8. 14 Vers 8? Offenbar 14 Vers 8? Someone said? Babylon. Babylon. Babylon is fallen. So the beast is Babylon, Babylon ist es gefallen. Also Babylon ist das Tier. and Babylon is the papacy. Und Babylon ist auch das Papsttum. Sister Sue Ellen took us to Revelation 17, verse 5. Und Schwester Suellen hat uns zur Offenbarung 17 Vers 5 auch gebracht. Mystery Babylon, Das Geheimnis Babylon, the mother church. die Mutterkirche. So we saw that as a prophetic story. Also wir haben das als eine prophetische Geschichte gesehen. Ellen White says it's the same story as Genesis 3. Und Ellen White hat gesagt, dass es die gleiche Geschichte ist wie 1. Mose 3, Vers 15. That looks too moralistic for us. Und das schaut zu moralisch für uns aus. The one we've been given is the prophetic version, the Revelation 14 one. Und uns wurde die prophetische Version gegeben, nämlich Offenbarung 14. So then we looked at the gospel message. Und dann haben wir die Evangeliumsbotschaft angeschaut. We turned it into this machine. Und wir haben es in diese Maschine verwandelt. Something comes in Etwas kommt rein and 2 things come out. und 2 Sachen kommen raus.
Judas and John are the same. They're both bad men. Judas und Johannes sind das Gleiche. Sie sind beides böse Männer. They go through this process Und sie gehen durch diesen Prozess and durch. they both come out different. Und beide kommen unterschiedlich wieder raus. John comes out better, Judas comes out worse. Johannes kommt heraus und er ist besser und Judas kommt heraus und ist schlechter. This is why there's so much hatred between us. Und deswegen gibt es so viel Hass zwischen uns. That's why people accuse one another of being bad or being disliked. Und deswegen tun Leute sich gegenseitig anschuldigen, dass sie nicht gemocht werden oder schlecht sind. It's supernatural, Es ist übernatürlich. this hatred that occurs. Dieser Hass, der aufkommt. And this is exactly what Genesis 3:15 teaches. Und das ist wirklich, was 1. Mose 3, Vers 15 eigentlich You lehrt. see, it has these characteristics. Es hat diese Charaktereigenschaften. Everyone who has left this movement, Jeder, der diese Bewegung verlassen hat, what kind of emotion do they have? was für Emotionen haben die? The people that they once loved, they now hate. Die Personen, die sie vorher geliebt haben, hassen sie nun. And why do they hate us more than they hate their next door neighbor Und warum hassen sie uns mehr als ihren Nachbarn or a criminal oder einen Kriminellen or one of these pastors or elders that do really bad things? oder einen dieser Ältesten oder Pastoren, die so schlimme Dinge tun? Why do they hate us so much? Warum hassen sie uns so sehr? There's some kind of attachment that they have with us, Sie haben irgendwie so eine Verbindung mit uns, like brothers, wie Brüder, Cain and Abel. wie Kain und Abel. They fight with each other. They don't fight with their parents. Sie kämpfen gegeneinander, sie kämpfen nicht gegen ihre Eltern. So we also said Wir haben auch gesagt, the everlasting gospel is a prophetic test. das ewige Evangelium ist ein prophetischer Test. It's a message, Es ist eine Botschaft, prophetic message. eine prophetische Botschaft. But Aber there's not just one message. es ist nicht nur eine Botschaft, There's this true message da ist diese wahre Botschaft, which John will accept, welche Johannes annehmen würde. and there's a false message that Judas will accept. Und da gibt es eine falsche Botschaft, die Judas annehmen würde. So it's not just one piece of information. It ends up becoming two pieces. Es ist nicht nur ein Stück von Informationen, sondern da gibt es dann zwei. The Am Ende. truth and a lie. Die Wahrheit und eine Lüge. We're all clever. Wir sind alle clever. So if someone told you a lie, Wenn dir jemand eine Lüge erzählen würde, you'd be able to discern it, wouldn't you? dann würdest du es herausfinden, oder? Oder unterscheiden können. In order to prevent that, Um dem vorzubeugen, how is that lie given? How is it packaged? wie wird denn diese Lüge verpackt? It's cloaked in a way Es wird verkleidet in einer Art und Weise, that it becomes difficult to see that it's a lie. es schwer zu machen und zu sehen, dass es eine Lüge ist. We can call it what? Wir könnten es was nennen? We Eine? can call it a Wir counterfeit, können eine Fälschung nennen. a symbol that the Bible gives us Und ein Symbol, das die Bibel uns gibt, is a wolf ist ein Wolf in sheep's clothing. in Schafskleidung. So what is a wolf in sheep's clothing? Also was ist denn ein Wolf in Schafskleidung? Give me another definition of that. Gib mir noch eine weitere Definition davon. A wolf in sheep's clothing. Ein Wolf in Schafskleidung. Give another symbol. Sorry? Trojan horse. A Trojan horse. In German? I don't know. Trojanisches Pferd. So I won't put it down, but you can put Trojan horse down. Und wir könnten auch trojanisches Pferd hier markieren. An actor. Ein Schauspieler. So if we go from an actor, we'll go Vom Schauspieler können wir was? to a hypocrite. Zu einem Heuchler. From an actor to a hypocrite to Und von einem Schauspieler zu einem Heuchler zu einem Pharisee. Pharisee Zu einem Pharisäer. or Oder? Conservative. sorry? Revelation Offenbarung. chapter 3. Sardis. Offenbarung 3. Laodicea. Laodicea. Yeah? So a Laodicean is a wolf in sheep's clothing. Laodicea ist ein Wolf in Schafskleidung. Every single one of Jeder einzelne von them or us. ihnen oder uns.
Depends where you are in this process, I guess. Es kommt darauf an, wo man in diesem Prozess ist. We all were Laodicean, Wir sind alle wir waren alle and Laodiceaner. perhaps some of us still are. Und manche sind es von uns vielleicht immer noch. So a Laodicean Ein Laodicea is a wolf in sheep's clothing. ist ein Wolf in Schafskleidung. It's an animal Es ist ein Tier, that is acting, das schauspielert pretending to be something that it's not. und vorgibt, etwas zu sein, was es nicht ist. So we've got Laodicea, Und wir haben Laodicea. and the other one that someone said, Und das andere, was jemand gesagt hat, where the church or where the group of Sardis. ist, dass wir die Gruppe von Sardes sind. So Laodicea and Sardis are exactly the same church, Laodicea und Sardes sind genau die gleiche Gemeinde. exactly the same experience, the same problem. Das gleiche Problem, die gleiche Erfahrung. It's just described in a different way. Einfach nur in einer anderen Art und Weise beschrieben. This one is described as lukewarm. Diese wird als lauwarm beschrieben. And how do you become lukewarm? Und wie wird man denn lauwarm? When you add hot and cold water together. Wenn man heißes und kaltes Wasser zusammenmischt. Where are you hot? Wo ist man denn da heiß? Catherine, where are you hot? Wo bist du denn heiß, das Schwester Catherine? One side, the left or the right? Auf einer Seite, links oder rechts? The left Links. and the right is hot. Und rechts ist heiß. So what, right, left is hot, right is cold. Another way of modeling that, Könnte man das auch noch anders benennen? instead of doing left and right. Nach links und anstelle von links und rechts zu tun? If you look at this one, Wenn man dieses hier if betrachtet, you're a wolf in sheep's clothing, wenn wir ein Wolf in Schafskleidung sind, if you looked on this side, wenn man diese Seite betrachtet, what would you see? was würde man denn sehen? And if you looked at this side, what would you see? Und was würde man auf dieser Seite sehen? You would? I would look like a wolf on this side. What would I look like on this side? Sheep and sheep. Ich würde beides mal wie ein Schaf ausschauen. So let's go back to the Laodicean. Lasst uns jetzt zurück zu Laodicea kommen. Which bit's hot? Welcher Teil ist denn heiß? She says none. Oh, yeah, we're hot Wir sind heiß, ja, for sure. für sicher. Which bit? Aber welcher Teil? Outside. Der äußere Teil scheint heiß. Outside Der äußere Teil ist is heiß. hot. Der äußere Teil ist heiß. The inside is cold. Aber innen drin ist es kalt. Just like this. So wie das hier. The inside Innen drin is full of hypocrisy, ist voll mit Heuchlerei. and the outside, Und die Außenseite this sheep wool, ist ein Schaf. white, pure, clean. Weiß, rein, ja. Hot, Heiß. for my sister. Boogie für Hot dich. means to be alive. Boogie für dich. Heiß bedeutet, dass man am Leben ist. And if you're alive, Und wenn du am Leben bist, it's symbolized by righteousness wird es durch Gerechtigkeit symbolisiert or the color white. oder die Farbe weiß. So we're white on the outside, Also weiß sind wir dann draußen but we're dead or full of hypocrisy on the inside. und innen sind wir tot oder voller Heuchlerei. Are we okay with that? Ist das so okay? Yeah? So Laodicea is hot on the outside, cold on the inside, and when you add them, you become lukewarm. Also Laodicea ist, dass man draußen heiß ist und innen drin kalt und so wird man dann lauwarm. Sardis is what? Und Sardes ist was? Sister Suellen, you know what how you would do with Sardis? So Sardis looks alive on the outside, Zu außen ist Sardes, scheint es lebendig zu sein and it's dead on the inside. und innen drin ist es tot. In fact, if you look at the name Sardis, it means what? Und wenn man den Namen Sardes selber betrachtet, So Sister Suellen says the name Sardis is red. bedeutet es, dass es rot ist. So what she did was Und was sie getan hat, ist, she went to the Greek sie ist zum Griechischen gegangen and looked at the Greek definition of the word Sardis. und hat die griechische Definition von Sardes betrachtet. You did, yes? Ist das, was du getan hast? So let's stay in the English. Jetzt bleiben wir im Englischen. So where are we? Wo sind wir jetzt? In the book of Revelation. Im Buch Offenbarung. Which chapter? In welchem Kapitel? Let's go to Revelation chapter 3. Offenbarung Kapitel 3. So we're in Revelation chapter 3, Sister Suellen. In Offenbarung Kapitel 3. And
Start reading from verse 1 Lasst uns von Vers 1 an lesen and tell me what Sardis means, und sag mir, was Sardes bedeutet. because you'll find it doesn't mean red. Und du wirst sehen, dass es nicht rot bedeutet. In Revelation chapter 3, Offenbarung Kapitel 3. you'll find the answer in verse 1. Man findet die Antwort in Vers 1. So we're in Revelation 3, verse 1, and Sister Suellen is going to tell us what Sardis means. Offenbarung 3, Vers 1, dort finden wir die Antwort und Schwester Suellen wird uns die Antwort geben. You tell us what Sardis means. Was bedeutet Sardes? So Sister Allen says it means alive. Es bedeutet, dass man am Leben ist. So I'll read that in English. Ich lese das im Englischen. Thou hast a name that thou livest Du hast den Namen, dass du lebst and art dead. und bist doch tot. So the name is alive So der Name ist am Leben and the works und die Werke is death. ist am Tod. So Sardis, as you just correctly said, means alive, Also Sardes, wie du es gerade korrekterweise gesagt hast, bedeutet am Leben sein, but it's dead works. aber es sind tote Werke. Brother Jonathan, Oder Jonathan? which bit? That Sardis means alive. Are you in English or German? I can go to English. I was reading in German. Okay, so In German is exactly the same. in the English, Also im Englischen, it says, I know thy works, ich kenne deine Werke, that thou hast a name, du hast den Namen, that thou livest, dass du lebst and art dead. und bist tot. So you paraphrase that for us. Also sag das mal in deinen Worten wieder. Or as they say in fancy language, exegesis it for us. Explain what that means. I don't know, but I know you can't do that. it gives to me the appearance that Sardis has a name that gives the ability to live, but this to me not necessarily means that the name means living. Also es hat hier den Anschein, dass Sardes einen Namen hat, dem es die Möglichkeit gibt zu leben, aber es bedeutet nicht, dass es lebt. So would you be happy Wärst du glücklich, if I were to use a technique wenn ich eine Technik benutzen würde, which would say, I want to prove a point die sagen würde, ich möchte einen Punkt hier bezeugen using different examples? und ich benutze dazu unterschiedliche Beispiele. We would call it upon the testimony of two, something is established. Und wir nennen es, basierend auf 2 Zeugen ist eine Sache etabliert. So what I would say, Also was ich sagen würde, we could go to different stories in the Bible, wir können zu unterschiedlichen Geschichten in der Bibel gehen. and there seems to be a consistent pattern. Und da gibt es scheint ein beständiges Muster zu geben. When God gives you a name, Und wenn Gott dir einen Namen gibt, in some shape or form, in irgendeiner Art und Weise, that name gives you your job function, dann gibt dieser Name dir deine Arbeit or is a synopsis, a summary of your role in life or Oder your is- behavior. oder ist eine Zusammenfassung von deiner Rolle, die du im Leben hast, beziehungsweise deinem Verhalten. Or a prophecy Oder eine of Prophezeiung your conduct. von deinem Tun. Would you be okay with that? Wäre das okay? Abraham Abraham to Abraham. zu Abram zu Abraham. Abraham means the father of nations. Abraham bedeutet der Vater der Nation. So he becomes the father of those who accept God's promise. Und er wird jetzt der Vater von denjenigen, die Gottes Verheißung annehmen. Sarai to Sarah, Sarai zu Sarah, who becomes the mother of all of God's children. welche die Mutter von aller Gottes Kindern wird. Isaac. Isaac, He's called Isaac because he brings joy to his family. er wird Isaac genannt, weil er Freude seiner Familie bringt. Jacob, Jakob, the supplanter, the person who deceives, die Person, die täuscht. gets his name changed to Israel. Und sein Name wird zu Israel verändert. The one who can beat God in a fight. Derjenige, der Gott in einem Kampf besiegen kann. Adam, Adam, which means red because he came from the soil which was red in color. welches rot bedeutet, weil er aus roter Erde gemacht wurde. So I think I've given a number. There are many, many. Da gibt es viele, viele. Peter, who's called Simon, who becomes a stone. Petrus, der Simon genannt wird, der ein Stein wird.
So that stone Und dieser Stein comes from a mountain, kommt von einem Berg and that stone is cut out of that mountain. und dieser Stein wird aus diesem Berg herausgeschnitten. You've heard of the place called Caesarea Philippi? Ihr habt von diesem Ort Caesarea Philippi There's gehört. two Caesareas, one on the coast, Da gibt es zwei, nämlich einen an der Küste. which is the one where Paul goes to, Und es ist nämlich dieses, wo Paulus hingeht. and there's another one. Und da gibt es ein weiteres. If you go to the Dead Sea, Und wenn man nämlich zum Toten Meer geht, go north to the Sea of Galilee, wenn man nach Norden geht zum Galiläischen Meer, the Jordan River connects them two. und die beiden werden durch den jordanischen Fluss verbunden. You go a bit further north, Geht man noch ein bisschen weiter and in you go Norden, to the head or the headwaters of the River Jordan. da kommt man an die Quelle von dem Jordan. That's where the tribe of Dan once resided. Das ist, wo Dan einmal gelebt hatte, Why they get the River Jordan. dieser Stamm. Deswegen Jordan. There's a mountain there, Und da gibt es einen Berg, which is the source of the Jordan River, welches die Quelle dieses Jordans ist. and they built a city there, which was the city of Dan, Und sie haben da eine Stadt gebaut, welche die Stadt Dan ist. which later got called Caesarea Philippi, Welches später als Caesarea Philippi genannt wurde. the city in honor of Caesar that was built by King Philip. Diese Stadt, die dem Caesar geweiht wird, von Philippi gebaut. When Jesus says to Peter, "Your name is Simon," which means a stone, Und wenn Jesus sagt, dein Name ist Petrus, welcher Stein bedeutet, and he says, "Upon this rock I will build my church," und er sagt, auf diesem Stein werde ich meine Kirche bauen, they're actually standing on a mountain, da stehen sie hier eigentlich auf einem Berg, and down in the valley und im Tal is Caesarea Philippi, ist Caesarea Philippi, and this is the headwaters of the Jordan River. und das hier ist die Quelle des Jordans. There's a quarry here, Und da gibt es einen Steinbruch. and they quarry the stones from the mountain to build this city. Und sie haben aus diesem Steinbruch die Steine geholt, um die Stadt zu bauen. And this is where Jesus says, Und dies ist, wo Jesus sagt, "You're the stone, du bist der Stein and I'm the mountain." und ich bin der Berg. And so when he changes his name to the stone, Und wenn er seinen Namen zu diesem Stein umwandelt, this is straight fulfillment of the prophecy of Daniel 2. dann ist es eine direkte Erfüllung von der Prophezeiung aus Daniel 2. So I think I would suggest there's enough evidence in Scripture to say when you're given a name, it's indicative of a person's character. Ich würde vorschlagen, dass es in der Bibel genug Beweise gibt, dass wenn ein Name wir in der Bibel sehen, dass es eigentlich den Charakter der Person zeigt. So it mentions the name and the works in Revelation 3:1. Also in Offenbarung 3, Vers 1 sehen wir den Namen und dann die Werke. The name says that you live, Der Name sagt, dass du am Leben bist and you should have corresponding works, but the works are dead works. und du solltest demgemäß die Werke auch zeigen, aber deine Werke sind tote Werke. If you weren't comfortable with that, Und wenn du damit nicht so okay bist, you can go to the word Sardis dann kann man zu dem Wort Sardes selber gehen and see that it is indeed red. und dann kann man sehen, ja, das bedeutet rot. The reason it's called red Und der Grund, warum es rot genannt wird, is because the color red is the color of blood, and blood is where a person has life. ist nämlich, dass Sardes rot ist, weil rot ist die Farbe des Blutes und Blut ist, wo das Leben des Menschen ist. When you see the story of David, Und wenn man die Geschichte von David the sieht, first story about him, die erste, description of him, die erste Beschreibung über ihn is that he was ruddy. ist, dass er rötlich war. This only works for white people. Und das funktioniert jetzt nur für weiße Leute. If you're ruddy, what does that mean? Wenn du so rötlich bist, I hope I translate it correctly. Wenn du rötlich bist, was ist das? It means your cheeks are red and glowing, Dann bedeutet es, dass deine Wangen so rötlich sind und so strahlen. which is a sign of health. Was eigentlich ein Zeichen von Gesundheit ist. You've got good blood flow. Und man gute Blutzirkulation hat. So red Also rot becomes a symbol of life, wird ein Symbol vom Leben. which is why it's Sardis, because it means red. Das ist Grund, warum es Sardes ist, weil es bedeutet rot. But you can do it straight from the English. Aber man kann es hier einfach aus dem Englischen auch herauslesen. So their name says they're alive, Also but their der- works say that they're dead. Der Name sagt, dass sie am Leben sind, aber ihre Werke sagen, dass sie
tot sind. So it's the same. Also ist dasselbe. Hopefully we're okay with that. Ich hoffe, wir sind damit vertraut. So we've seen that the everlasting gospel Also wir haben das ewige Evangelium betrachtet. is prophetic. Wir haben gesehen, es ist We've prophetisch. discussed that, Wir haben das besprochen. which is why we moved away from morality. Und das ist der Grund, warum wir von der Moral weggegangen sind. We then looked at different definitions, Dann haben wir unterschiedliche and then Definitionen we went to betrachtet. this picture work here. Und dann sind wir zu diesem Bild hier rübergegangen. And this is where we ended our class this morning. Und das ist, wo unser Unterricht heute Morgen aufgehört hat. And this is what I want everyone to see and understand. Und das ist, was ich möchte, dass jeder versteht und sieht. So we all have a working knowledge Wir alle haben jetzt ein Wissen, of how to deal with this promise or prophecy or prediction. wie wir mit dieser Prophetie und Versprechen, wie wir damit umzugehen haben. It's very easy Es ist sehr einfach, when you're standing here in 1798 wenn man hier in 1798 steht, to predict 1844. 1844 vorherzusagen. In fact, that's what that message is designed to do. P1. Es ist sogar, dass diese Botschaft P1 dazu gedacht ist, dass es tut. Prophecy 1, Prophezeiung its 1, job function is to predict prophecy 4. die ihre Aufgabe ist, Prophezeiung 4 vorauszusagen. To this story here. Wenn wir dann hier zu dieser Geschichte kommen, This was Millerite history. das war die Milleritengeschichte, This is Christ's history. das ist Christi Geschichte. So we begin at the same waymark, 4 BC. Also wir fangen zur gleichen Wegmarke an, nämlich 4 vor Christus. There's P1, there's 1. Da ist P1 und hier ist 1. We've got 1, 2, 3, 4. Wir haben 1, 2, 3, 1, 2, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4 auch hier. So this prophecy here, Also diese Prophezeiung hier, this birth, diese Geburt, the Magi or the wise men are going to come. die Weisen oder Magi oder ja, die Weisen kommen, The shepherds, die Hirten, the angels, die Engel. they all mark the fulfillment of this prophecy, Sie markieren alle die Erfüllung dieser Prophezeiung and all of them are predicting this event here. und alle tun dieses Ereignis hier vorhersagen. But that's not enough. Aber das ist nicht ausreichend. In order to get to this stage, Um zu diesem Stadium zu kommen, you have to walk over this ground or pass over the ground. muss man über diesen Grund wandeln. Passing over the ground equals what? Und über diesen Grund zu wandeln ist gleich was? An experience, Seine Erfahrung? someone said? An experience that you have over a time period. Eine Erfahrung, die man über eine gewisse Zeitperiode hat. We'd call it a dispensation. Wir würden es auch eine Dispensation nennen. From the time of the end Von der Zeit des Endes to the shut door. bis zur geschlossenen Tür. From the time of the end Von der Zeit des Endes to the shut door. bis zur geschlossenen Tür. As you go through this dispensation, Und wenn man durch diese Dispensation hindurchgeht, you need to prepare to get to here. dann muss man sich vorbereiten, um hier hinzukommen. And how do you prepare? Und wie tust du dich vorbereiten? How do you know Woher weißt du, that you're going to reach this point successfully? dass du diesen Punkt erfolgreich da ankommst? This model is too simplistic, Dieses Modell ist hier zu einfach, just this prophetic test. dieser prophetische Test einfach nur. And it's also too simple to say that there's two streams of information. Und es wäre auch zu einfach sagen, dass es da einfach nur 2 Informationsströme gibt. Even that is too simple. Selbst das ist auch zu So einfach. we've gone from very basic models to much more sophisticated ones. Also wir sind von sehr grundlegenden Modellen zu sehr ausgeklügelten Modellen gegangen. A simple test. Ein einfacher Test. Accept that the Sunday law's coming or die. Akzeptiert, dass das Sonntagsgesetz kommt oder stirbt. Then Dann you have two versions, hat man 2 Versionen, two streams. 2 Informationsströme. Even that is too simplistic. Und selbst das ist zu einfach. What happens is, Und was dann passiert, as you walk through this history, dass wenn du über diese Geschichte hindurchgehst, what is happening? was passiert denn? What is occurring? Was passiert denn? Sister Kathy? Special prophecies Besondere Prophezeiungen sind erfüllt. are coming to their end. Oder sie kommen zu ihrem Ende. Not this one, Nicht das hier, these ones. diese hier. We've got 3. Wir haben 3.
There's more than 3. Da gibt es mehr als 3. Special prophecies are coming to their end. Besondere Prophezeiungen kommen zu ihrem Ende. And as you see the prophecies coming to their end, Und wenn man dann sieht, wie ihre Prophezeiungen zum Ende kommen, they're coming to their end in which way? in welcher Art und Weise kommen die denn zu ihrem Ende? In their order. In ihrer Which is Reihenfolge. why we have 1, 2, 3, 4. Und das ist der Grund, warum wir 1, 2, 3, 4 haben. And if they come in their order, Und wenn sie in ihrer Reihenfolge kommen, how do they know which order to come in? woher wissen sie denn, in welcher Reihenfolge sie kommen müssen? How do they know? Woher wissen sie das denn? There must be some connection between the two. Da muss es zwischen diesen beiden eine Verbindung geben. So if we're queuing up for lunch Also wenn wir für Mittagessen uns in die Reihe stellen and your parents were there, und deine Eltern da wären, what would you do? was würdest du denn da tun? Push them out the way Du würdest sie aus dem Weg and go ahead nehmen of them? und du würdest vor ihnen gehen? Or Oder you show them reverence du tust ihnen Ehre zeigen and you put them to the front? und du tust sie vorlassen. How would you know what to do? Woher wüsstest du, was du tun solltest? Because you know the order of things. Denn du weißt die Reihenfolge von Dingen. And what is the order? Und was ist denn hier rechtmäßig die Reihenfolge? That children Dass die Kinder honor their parents, ihre Eltern ehren. which means there's a connection between the two. Welches bedeutet, dass es da eine Verbindung zwischen den zwei Okay with gibt. that? Ist das so in Ordnung? So for something to have an order, Dass etwas eine Reihenfolge hat, each prophecy must know its place in relationship to another prophecy. dann muss jede Prophezeiung seinen Platz kennen in Bezug auf anderen So Prophezeiungen. P3, Also P3, if we turn it into a person, wenn wir jetzt personify it, wenn wir jetzt wenn wir es jetzt zu einer Person umwandeln würden, it has to know dann müsste es wissen, that it comes after number 2 and comes before number 4. dass es nach Nummer 2 kommen würde, aber vor Nummer 4. It doesn't have a number, I just put that on. Es hat keine Nummer, das habe ich jetzt gerade so gemacht. How does it know where to go, where to place itself? Woher weiß es denn, dass es sich wo platzieren muss? How would it know? Woher weiß es denn? It would have to say Es müsste sagen, P2 P2 is some event ist ein Ereignis, happened here. es passiert hier. And P3 would say, Und P3 würde sagen, I know ich weiß, that I have to happen, dass ich passieren muss, have to come to my end dass ich zu meinem Ende kommen muss, after this event, nach diesem Ereignis, but before this one. aber vor diesem. How would it know that? Woher weiß es das denn? How would it know it needs to come after P2? Woher weiß es denn, dass es nach P2 kommen muss? There's a process. Da gibt es einen Prozess. There has to be a process, which means there's a connection. Da muss es einen Prozess geben, das heißt, da muss es eine Verbindung geben. You have to build something before you put it in the box. Du musst etwas bauen, bevor du es in die Box reinlegst. So once you have a process, Also wenn man dann einen Prozess hat, everything has its order. dann hat alles seine Reihenfolge. So what I wanted us to see, Und was ich sehen möchte, dass Sie that sehen, word order dass dieses Wort teaches Reihenfolge us an important principle. ein wichtiges Prinzip lehrt. That all of these prophecies Dass all diese Prophezeiungen, have to be connected. dass sie zusammen verbunden sein müssen. If they were not connected, Wenn sie nicht verbunden wären, we would say, dann würden wir sagen, for instance, zum Beispiel Islam, Islam, King of the South. König des Südens, We okay? Islam, Islam, 9/11, 9/11, King of the South, König des Südens, November 2019. November 2019. We might call it Raffia. Wir mögen es auch Raffia nennen. So what on earth has Raffia got to do with Islam? Nothing. Was hat denn Raffia überhaupt mit Islam zu tun? Gar nichts. Just flip them round. Es passt sie einfach nur an. This could happen before this one. Also das könnte auch vor dem passieren. But no, Aber nein, they happen in their order. sie passieren in ihrer Reihenfolge. This has to happen after this one. Dies muss nach diesem passieren. And that causes us huge problems. Und das verursacht hier große Probleme. Why? Warum? What's the problem? Was ist das Problem? In Acts 27, In Apostelgeschichte what do we 27. know? Was wissen wir? What is this I just said? Was ist das hier? What did I call that? Was würde ich das nennen? Or Oder? south.
der König des Südens. called it the king of the south. Entschuldigung, der Süden. And this was Islam. Und das wäre der Islam. And Islam are the people of... Und Islam ist So what's the problem with this? das Volk des Ostens. Und was ist das Problem hier? In Acts 27, In Apostelgeschichte it says the 27, south es ist der Süden, comes before the east. kommt der Süden vor dem Osten. And now you have a model. Und jetzt hat man ein Modell, Is it in order? wo es in der Reihenfolge ist. No, it's not in order. Nein, es ist es So there's nicht. a problem. Also da ist ein The Problem. way I've sketched this out, Und das Problem, wie ich das hier gezeichnet there's a habe, problem here. ist, da gibt es You've ein got the Problem. east Man before soll the south. erst den Osten haben und dann den Süden. And so we need to be really careful Also wir müssen recht vorsichtig hier sein, as we start ordering these prophecies. wenn wir diese Prophezeiungen in ihre Reihenfolge bringen. You have to use the right markers. Man muss die richtigen Markierungen benutzen. And this is not the right way to mark this. Und das wäre nicht die richtige Art und Weise, es zu markieren. Because I've put these out of order Denn ich- using this. Wenn ich das hier benutze, dann habe ich sie nicht in der richtigen Reihenfolge But what we markiert. have to do is keep it in order. Aber was ich tun muss, ist, dass es in der richtigen Reihenfolge Otherwise sein you get muss. problems. Ansonsten bekommt man ein Problem. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We ask and pray that you would bless us. Wir bitten dich, dass du uns segnest. Help us to keep everything in order Helf uns, dass wir alles in der richtigen Reihenfolge halten können, so that we might not make mistakes. sodass wir nicht Fehler begehen. And as we walk through our own history, Und während wir durch unsere eigene Geschichte hindurchgehen as we keep the prophecies in their order, und während die Prophezeiungen in ihrer Reihenfolge sind, they will guide us and Wird- shield us werden sie uns leiten und schützen, from making mistakes dass wir keine Fehler tun and falling into the wicked world below. und dass wir in die bösere Unterwelt runterfallen. We thank you in the name of Jesus for this promise. Wir danken dir im Namen Jesu für diese Verheißung. Amen. Amen.